Hallo, ich begrüße dich. Ich freue mich, dass du reinschaust. Ich bin Zhongwan Fu, Till Ahrens und wieder ein paar neue Gedanken. Inspiration für dich. Wenn du meditierst, meditiere niemals mit Erwartung. Meditiere niemals mit Anstrengung. Meditiere niemals mit Konzentration. Ja, du hörst richtig. Konzentriere dich nicht. Denn Konzentration ist etwas, was die Dinge auf den Punkt, die Energien auf den Punkt zusammenführt. Und das ist etwas, was wir in der Meditation, die zur Weite unseres Geistes, die grenzenlose Weite unseres Bewusstseins, die wir in dieser Form von Meditation, zumindest in der buddhistischen Meditation erleben wollen, das können wir also nicht gebrauchen. Was brauchen wir anstatt dessen? Wir brauchen Gewahrsein und Bewusstheit oder Bewusstsein. Ja? Das ist der Schlüssel zu einer gelungenen Meditation. Stell dir vor, du liegst auf einer Wiese im Park, alles ist perfekt, Temperaturen stimmen, angenehm, nicht zu viel Wind, nicht zu wenig und du schaust in den Himmel. Und ein wunderschöner blauer Himmel und manchmal ziehen da so ein paar kleine Wolken vorbei und das nimmst du zur Kenntnis. Ja, und kannst du durch mehr Konzentration die Wolken am Vorbeiziehen hindern? Ja, was für eine Frage, natürlich nicht. Und genauso ist es mit unseren Gedanken. Ja, nun mögen da manchmal ein paar mehr Gedanken an uns vorüberziehen, aber es spielt keine Rolle, weil das, was im Geist auftaucht, taucht auf. Es hat vorherige, frühere Ursachen. Es ist also ein Karma, was dazu führt, dass Dinge auftauchen, Gedanken, Gefühle, Bewusstseins- oder Geisteszustände. Und wenn du damit nichts machst, wenn du nicht eingreifst, ja, eingreifen hieße, die angenehmen Erfahrungen für dich behalten möchtest, sie festhältst, oder die andere Möglichkeit, die der Geist hat, ist, Dinge nicht haben zu wollen, wegschieben zu wollen. Ja, dann entsteht Widerstand in unserem Geist und auch das wollen wir nicht wirklich, denn, wie die Wolken am Himmel, wir können sie weder wegschieben, noch können wir sie festhalten und so meditiere. Du schaust zu, springst aber auch nicht auf deine Gedanken und fängst an, weiter darüber nachzudenken, sondern du nimmst es wahr. Oh, interessant, ein Gedanke, ein weiterer Gedanke. Oh, da sind pausenlos Gedanken. Ha, wie gesegnet ich doch bin, dass ich so viele Gedanken erleben darf. Weil du hast eh keinen Einfluss darauf. Mit der Zeit, wenn du regelmäßig meditierst, wird dein Geist natürlich ruhiger werden. Aber das ist nichts, was du in irgendeiner Form produzierst oder durch deine Anstrengung hervorrufst. Das ist ein Prozess, der ganz von alleine vonstatten geht, einfach dadurch, dass du deinen Geist in Ruhe lässt. Genauso wie ein Gefäß, das man stehen lässt. Mit schmutzigem Wasser zum Beispiel. Ja, ein Eimer. Wenn du den stehen lässt, nach einer gewissen Zeit setzt sich der Schmutz am Boden ab und du kannst den Boden sehen. Das Wasser wird klar, alles setzt sich unten ab, solange du es nicht neu auffühlst, das Wasser. Das ist Meditation. Fühle dein Geist nicht ständig neu auf, durch neue Input, durch neue Handlungen, durch neues Tun. Ja, Karma bedeutet nichts anderes als tun oder handeln. Die Tibeter nennen es Lä, die Inder im Sanskrit nannte man es Karma. Ganz modern übersetzt bedeutet das Ursache und Wirkung. Oder Handlung, Aktivität könnte man auch sagen. Ja, und diese Aktivität, warum ich gerade sagte, Ursache und Wirkung, heißt, du handelst und wirst dementsprechend ein Resultat erfahren. Und wenn du zum Beispiel einen Stein ins Wasser wirfst, in einen See, dann siehst du, wie die Wellen sich darum herum ausbreiten. Und wir können verschiedene Steine werfen. Wir können die
ganz bösen Steine werfen. Dann gibt es eine gefährliche Welle. Wir können aber auch gute Steine hineinwerfen. Und das sind die positiven Regeln in unserem Geist. Also da sehen wir, es spielt gar keine Rolle, ob du da dann etwas Gutes hineinwirfst oder etwas Negatives. Beides erzeugt Wellen. Das heißt, wir wollen diese Wellen aufhören, dass sie entstehen und langsam zur Ruhe kommen, damit wir irgendwann in der Lage sind, den Grund zu sehen. So, aber um das noch mal klarer zu machen, es geht nicht darum, jetzt, was ich meine, keine positiven Handlungen mehr im Sinne der Liebe oder der Güte oder des Unterstützens, des Helfens auszuführen, sondern positiv war in diesem Beispiel gemeint, dass wir ständig nach angenehmen Erfahrungen greifen und die für uns haben wollen. Ja? Das heißt, wir leben in einer Welt der Dualität, da gibt es entweder nur gut oder schlecht, es gibt schön oder hässlich und als normale Wesen wollen wir immer das Angenehme, das Schöne, das Leichte und wollen das Gegenteil nicht haben. Aus diesem Kreislauf wollen wir aussteigen. Liebe und Mitgefühl sind ganz extrem wichtig, dass wir die weiterhin jeden Tag entwickeln und die positiven Samen nähren, den Samen der Liebe, damit mehr Angenehmes für andere, aber gleichzeitig für uns selbst entstehen kann. Weil es gibt keinen Unterschied zwischen anderen und dir selbst. Wir sind alle miteinander verbunden. Im Geist ist sowieso alles miteinander verbunden, weil Geist an sich in seiner wahren Natur ist grenzenlos. In diesem Sinne, alles Liebe, mögest du gesegnet sein und Stabilität in deiner Praxis finden. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden oder in einem meiner Kurse oder Seminare vorbeischauen. Ansonsten gib mir ein Like und bis später. Ciao, ciao.